Lektion 1: Kochentscheidungen. Was halten Sie von der Anschaffung eines neuen Backofens? Das klingt gut. Auf welche Funktionen sollten wir achten? Nun, vielleicht möchten Sie eines mit Umluft backen. Das wäre hilfreich. Was ist sonst noch wichtig? Mehrere Kochfunktionen sind ein Muss. Stimmt. Ich liebe die Vielseitigkeit in der Küche. Es macht das Kochen so viel einfacher. Auf jeden Fall. Wir können gemeinsam neue Rezepte ausprobieren. Ich kann es kaum erwarten zu experimentieren. Mit dir macht das Kochen Spaß. Lektion 2: Zu Fuß oder mit dem Bus? Sollen wir zu Fuß gehen oder den Bus nehmen? Lass uns laufen. Es ist nicht zu weit. Ich gehe gern mit dir spazieren. Die frische Luft ist schön. Ja, es ist erfrischend. Außerdem können wir chatten. Genau. Was beschäftigt Sie heute? Ich habe über unsere Pläne für das Wochenende nachgedacht. Oh, ich würde gerne Ihre Ideen hören. Vielleicht können wir das neue Café besuchen? Tolle Idee. Ich bin gespannt, es auszuprobieren. Lektion 3: Gefahren erkennen. Haben Sie von den Gefahren eines Atomkriegs erfahren? Ja, es ist wirklich beängstigend, darüber nachzudenken. Manchmal erfahren Sie Einzelheiten über den entstandenen Schaden. Es ist schockierend, welche Auswirkungen das hat. Sie erfahren, was in Hiroshima und Nagasaki passiert ist. Diese Ereignisse haben die Welt für immer verändert. Wir sollten die Geschichte verstehen, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Ich stimme zu. Bildung ist entscheidend für den Frieden. Lassen Sie uns weiterhin über wichtige Themen wie dieses diskutieren. Lektion 4: Einfache Freuden. Ich liebe es, kleine Momente mit Ihnen zu teilen. Ich auch. Sogar ein Ausflug zu Burger King macht Spaß. Genau. Was bestellst du dort gerne? Ich nehme immer die Pommes frites. Sie sind die besten. Den Pommes kann ich auch nicht widerstehen. Los geht's bald. Klingt super. Es sind die einfachen Dinge, die zählen. Ja, es geht darum, die Gesellschaft des anderen zu genießen. Ich stimme zu. Was macht ihr sonst noch gerne zusammen? Filme zu Hause anzuschauen ist ebenfalls ein Favorit. Lektion 5: Versprechen und Sorgen. Ich mache mir Sorgen darüber, was die Zukunft für uns bereithält. Ich verstehe das. Es ist ganz natürlich, so zu empfinden. Glaubst du, wir können trotz der Herausforderungen zusammenbleiben? Das hoffe ich. Wir müssen nur miteinander kommunizieren. Ja, Kommunikation ist der Schlüssel. Ich verspreche, immer mit Ihnen zu sprechen. Das bedeutet mir sehr viel. Was ist, wenn wir in schwierigen Zeiten stecken? Gemeinsam packen wir sie an. Wir sind ein Team. Ich glaube an uns. Lasst uns weiterhin einander unterstützen. Einverstanden. Gemeinsam können wir alles überwinden. Lektion 6: Einkaufen für das Nötigste. Es ist eine Woche vergangen und meine Bestellung ist immer noch nicht angekommen. Das ist schrecklich. Haben Sie versucht, den Kundendienst diesbezüglich zu kontaktieren? Möglicherweise können Sie ihnen Updates bereitstellen. Ich habe es noch nicht getan, aber ich denke, ich sollte es tun. Es ist frustrierend, wenn man auf etwas Wichtiges wartet. Auf jeden Fall. Wenn Sie Kontakt aufnehmen, kann das Problem gelöst werden und Sie können beruhigt sein. Richtig. Ich möchte nur wissen, was mit meiner Bestellung los ist. Ja. Es ist immer besser, proaktiv zu sein, als in Ungewissheit zu warten. Ich stimme zu.
Ich werde heute anrufen und sehen, ob Sie es für mich aufspüren können. Gute Idee. Hoffentlich haben Sie einige Antworten und können den Prozess beschleunigen. Ich drücke die Daumen. Ich halte Sie auf dem Laufenden, was Sie sagen. Lektion 7: Geschäfte vergleichen. Es ist toll, dass viele Geschäfte Websites haben. Das klingt praktisch fürs Einkaufen. Ja, das ist es wirklich. Beim Online-Shopping können Sie ganz einfach stöbern und Preise vergleichen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Genau. Wie vergleichen wir die Preise und die Qualität verschiedener Geschäfte? Normalerweise schaue ich mir vor dem Kauf Bewertungen und Beurteilungen an, um die Qualität der Produkte einzuschätzen. Das ist eine kluge Strategie. Sie trägt dazu bei, dass ich fundierte Entscheidungen treffe. Ja. Ich suche auch nach Rabatten oder Sonderangeboten, die online verfügbar sind. Gute Idee. Es ist immer schön, Angebote zu finden, die das Einkaufen günstiger machen. Auf jeden Fall. Außerdem bieten viele Websites kostenlosen Versand an, was ein weiterer Vorteil des Online-Shoppings ist. Dem kann ich nur zustimmen. Lasst uns einen Tag zum Online-Shopping einplanen und sehen, was wir finden können. Lektion 8: Essensplanung. Okay, das werde ich im Hinterkopf behalten. Gibt es sonst noch etwas, das wir für unsere Reise mitbringen sollten? Ja, es kann eine gute Idee sein, einige Mahlzeiten im Voraus zu planen, um Zeit und Geld zu sparen. Das klingt praktisch. Ich möchte mich, insbesondere in einer Touristengegend, nicht ausschließlich auf das Essengehen verlassen. Auf jeden Fall. Wenn Sie Snacks und einfach zuzubereitende Mahlzeiten einpacken, kann unsere Reise viel angenehmer werden. Ich stimme zu. Außerdem können wir beim Kochen einige lokale Zutaten und Aromen ausprobieren. Ja. Lass uns eine Liste mit den Dingen machen, die wir vorbereiten möchten, damit wir nichts vergessen. Tolle Idee. Ich bin gespannt, welche Gerichte wir auf unserer Reise gemeinsam zubereiten können. Ich auch. Gemeinsames Kochen kann ein tolles Gemeinschaftserlebnis sein. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche köstlichen Gerichte wir uns ausdenken. Lektion 9: Versicherungsschutz. Hatten Sie eine Reiseversicherung, die alle mit dem Verlust verbundenen Kosten abdeckte? Ja, ich schließe vor jeder Reise immer eine Reiseversicherung ab. Das gibt mir ein beruhigendes Gefühl. Das ist klug. Es ist wichtig, auf Reisen auf unerwartete Situationen vorbereitet zu sein. Auf jeden Fall. Eine Reiseversicherung kann verlorenes Gepäck, medizinische Notfälle und sogar Reisestornierungen abdecken. Genau. Ich denke, es ist für jeden, der reist, besonders an unbekannte Orte, unerlässlich. Ja. Es schützt Sie vor möglichen finanziellen Belastungen, die Ihre Reise ruinieren könnten. Ich werde für meine nächste Reise unbedingt eine Versicherung abschließen, die Investition lohnt sich. Auf jeden Fall. Es ist ein Sicherheitsnetz, mit dem Sie Ihre Reisen ohne Sorgen genießen können. Ich bin dankbar für Ihren Rat. Ich werde mich für meine bevorstehende Reise nach den besten verfügbaren Optionen umsehen. Lektion 10: Kunsthandwerksladen. Ich habe gehört, dass es in der Nähe einen Kunsthandwerksladen gibt. Das klingt toll. Ja. Ich bin immer bereit, neue Orte zu erkunden, die einzigartige Vorräte und Materialien anbieten. Ich denke, es würde Spaß machen, zu sehen, welche kreativen Artikel Sie anbieten. Auf jeden Fall. Bastelläden bieten oft eine große Auswahl an Materialien an, die zu neuen Projekten inspirieren können. Stimmt. Ich liebe die Vorstellung, etwas Besonderes zu finden, das meine Kreativität anregt. Ja. Außerdem weiß man nie, welche einzigartigen Stücke man in diesen Geschäften entdecken könnte.
Ich bin gespannt, es auszuprobieren. Mal sehen, ob Sie etwas haben, das wir für unser nächstes Projekt verwenden können. Auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, welche Schätze wir dort gemeinsam finden. Das klingt nach einem lustigen Abenteuer. Lassen Sie Ihrer Kreativität im Bastelladen freien Lauf. Lektion 11: Politische Diskussion. Das stimmt. Ich weiß, dass Korruption ein ernstzunehmendes Problem ist und die Menschen Veränderungen fordern. Ja, es ist wichtig, dass die Bürger ihre Regierungen für ihre Handlungen zur Verantwortung ziehen. Genau. Transparenz ist der Schlüssel zur Wiederherstellung des Vertrauens in politische Systeme. Auf jeden Fall. Fürsprache und Aktivismus spielen eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass die Stimmen gehört werden. Ich stimme zu. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich Bewegungen gegen die Korruption erheben. Ja. Gemeinsam können Menschen eine starke Kraft für Reformen und positive Veränderungen schaffen. Es ist wichtig, weiterhin auf Integrität und Ehrlichkeit in der Führung zu drängen. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns diese Bemühungen unterstützen und positive Veränderungen fördern, wo immer wir können. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch anhaltendes Engagement eine transparentere Gesellschaft aufbauen können. Lektion 12: Vorteile der Morgenroutine. Ein positiver Start in den Morgen gibt den Ton für den gesamten Tag an. Ich verstehe, was Sie meinen. Es ist erstaunlich, wie eine gute Morgenroutine unsere Stimmung beeinflussen kann. Genau. Ich habe versucht, morgens ein paar erheiternde Aktivitäten einzubauen. Das ist eine tolle Idee. Einfache Dinge wie dehnen oder ein gesundes Frühstück können einen großen Unterschied machen. Ja. Ich fühle mich energiegeladener und konzentrierter, wenn ich meinen Tag mit Absicht beginne. Auf jeden Fall. Ich finde es wichtig, sich morgens Zeit für sich selbst zu nehmen. Ich stimme zu. Ich werde weiter mit meiner Routine experimentieren, um zu sehen, was für mich am besten funktioniert. Das klingt perfekt. Lasst uns unsere Erfahrungen und Tipps austauschen, um uns gegenseitig zu helfen, unseren Morgen zu verbessern. Das würde mir gefallen. Auf einen Morgen, der uns für den Rest des Tages inspiriert. Lektion 13: Die Y-Verbesserungen. Ja, ich habe angefangen, einige Heimwerkerverbesserungen bei mir zu Hause vorzunehmen, und das war wirklich hilfreich. Das klingt spannend. An welchen Projekten haben Sie gearbeitet? Ich habe mich auf kleine Dinge konzentriert, wie das Streichen der Wände und eine bessere Organisation meines Raums. Das sind tolle Möglichkeiten, Ihr Zuhause aufzufrischen. Ein neuer Anstrich kann die Atmosphäre komplett verändern. Genau. Der Raum wirkt dadurch heller und einladender, und das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie schon größere Projekte in Angriff genommen oder konzentrieren Sie sich vorerst auf die kleineren? Im Moment halte ich es überschaubar, aber ich denke darüber nach, als nächstes ein paar Regale zu bauen. Das ist eine fantastische Idee. Regale können wirklich helfen, den Platz optimal zu nutzen und Ihre Lieblingsstücke schön zu präsentieren. Ja. Ich möchte eine gemütliche Leseecke mit ein paar Büchern und Pflanzen einrichten. Lektion 14: Friedliche Verteidigung. Unser Fokus sollte auf friedlichen Methoden und Zielen liegen, insbesondere wenn es um die Diskussion des militärischen Verteidigungsapparats geht. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, Sicherheit und Freiheit zu priorisieren, ohne auf Gewalt zurückzugreifen. Ja. Die Förderung von Dialog und Verständnis kann zu nachhaltigeren Lösungen führen. Auf jeden Fall. Die Geschichte hat gezeigt, dass Konflikte oft zu mehr Problemen als zu Lösungen führen.
Richtig. Investitionen in Diplomatie und Zusammenarbeit sind für eine friedliche Zukunft von entscheidender Bedeutung. Ja. Es geht darum, Gemeinsamkeiten zu finden und für das Gemeinwohl zusammenzuarbeiten. Ich denke, es ist wichtig, andere über die Vorteile friedlicher Lösungen aufzuklären. Absolut. Gespräche zu diesem Thema können positive Veränderungen bewirken. Auf die Hoffnung auf eine Zukunft, in der Sicherheit und Freiheit ohne Konflikte gedeihen können. Lektion 15. Highlights des Sportteils. Ein weiterer beliebter Abschnitt der Zeitung ist der Sportteil, der eine Vielzahl interessanter Geschichten enthält. Ich liebe diesen Abschnitt. Er enthält Informationen über lokale Teams, Spielergebnisse und Spielerstatistiken. Genau. Es ist spannend, die Fortschritte unserer Lieblingsteams zu verfolgen und zu sehen, wie sie jede Woche abschneiden. Ja. Die Analysen und Kommentare können sehr aufschlussreich sein und dem Spiel mehr Tiefe verleihen. Ich schätze auch die menschlichen Geschichten, die die persönlichen Lebenswege der Sportler beleuchten. Absolut. Diese Geschichten machen die Welt des Sports nachvollziehbarer und inspirierender. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, mit der Community in Kontakt zu treten, insbesondere während der Playoffs. Ja. Sport kann Menschen vereinen und ein Gefühl der Kameradschaft unter den Fans schaffen. Ich freue mich darauf, die nächste Ausgabe zu lesen und mich über die neuesten Updates zu informieren. Lektion 16. Wegbeschreibungen finden. Klar, fahren Sie geradeaus und biegen Sie dann an der nächsten Kreuzung links ab. Befindet es sich nach dem Abbiegen auf der rechten oder linken Straßenseite? Es sollte auf der linken Seite sein, nur ein paar Blocks von der Abzweigung entfernt. Verstanden. Das erleichtert die Navigation. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei der Wegbeschreibung. Kein Problem. Ich helfe immer gerne, besonders wenn es bedeutet, dass jemand findet, wonach er sucht. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich werde auf jeden Fall nach den von Ihnen erwähnten Sehenswürdigkeiten Ausschau halten. Ja. Halten Sie Ausschau nach dem großen roten Gebäude. Es ist kaum zu übersehen. Großartig. Ich freue mich darauf, die Gegend zu erkunden, sobald ich dort bin. Ich bin sicher, es wird Ihnen gefallen, es gibt so viel zu sehen und zu tun. Lektion 17. Rezensionen lesen. Während Sie das tun, lese ich einige Bewertungen anderer Reisender, um ihre Einsichten zu erfahren. Das klingt nach einem klugen Schachzug. Bewertungen können Ihnen eine bessere Vorstellung davon geben, was Sie erwartet. Genau. Ich finde, dass Erfahrungen aus erster Hand bei der Reiseplanung sehr hilfreich sein können. Ja. Es ist gut, sowohl positive als auch negative Aspekte zu erfahren, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Auf jeden Fall. Besonders interessiert mich Feedback zu den Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten. Gute Entscheidung. Diese Aspekte können den Erfolg oder Misserfolg einer Reise ausmachen. Ich werde auch nach Tipps zu lokalen Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten suchen, um unser Erlebnis zu maximieren. Ja. Lasst uns so viele Informationen wie möglich sammeln, um ein großartiges Abenteuer zu gewährleisten. Ich bin gespannt, was andere dazu sagen. Das wird uns auf jeden Fall dabei helfen, besser zu planen. Lektion 18. Korruption verstehen. Praktiken wie Bestechung, Schmiergelder, Vetternwirtschaft und Unterschlagung sind in vielen Gesellschaften ein ernstes Problem. Ja, und eine Bestechung ist im Wesentlichen eine illegale Zahlung, die geleistet wird, um das Handeln einer Person zu beeinflussen. Genau.
Es untergräbt das Vertrauen und kann zu einem Teufelskreis der Korruption führen, der nur schwer zu durchbrechen ist. Auf jeden Fall. Es ist entscheidend, das Bewusstsein für diese Praktiken zu schärfen, um die Rechenschaftspflicht zu fördern. Ich stimme zu. Wenn wir die Menschen über die Auswirkungen von Korruption aufklären, können wir sie dazu befähigen, Veränderungen zu fordern. Ja. Transparenz ist in der Regierungsführung unerlässlich, um Vertrauen zwischen Beamten und Bürgern aufzubauen. Ich denke, dass Basisbewegungen eine entscheidende Rolle bei der wirksamen Bekämpfung dieser Probleme spielen. Auf jeden Fall. Gemeinsames Handeln kann zu bedeutenden Reformen und Verbesserungen führen. Hiermit setzen wir uns für Integrität und Fairness in unseren Gemeinden ein. Lektion 19: Frühlingsschönheit. Der Frühling ist eine wunderschöne Jahreszeit, wenn das Wetter mild ist und die Blumen in voller Blüte stehen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist erfrischend zu sehen, wie die Natur nach dem Winter wieder zum Leben erwacht. Ja. Die leuchtenden Farben und süßen Düfte der Blumen schaffen eine so fröhliche Atmosphäre. Absolut. Es ist die perfekte Zeit für Aktivitäten im Freien und um die Sonne zu genießen. Ich verbringe gerne Zeit in Parks, wenn alles blüht, es fühlt sich so erholsam an. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie die Natur unsere Stimmung heben kann. Ich freue mich darauf, ein paar Picknicks und Wanderungen zu planen, um die Jahreszeit voll auszukosten. Das klingt wunderbar. Lasst uns unbedingt auch ein paar schöne Gärten erkunden. Auf jeden Fall. Genießen Sie all die Schönheit, die der Frühling zu bieten hat. Lektion 20: Wissenschaftliches DIY-Projekt. Für dieses einfache wissenschaftliche Projekt benötigen Sie Wasser, Öl, Lebensmittelfarbe und einen durchsichtigen Behälter. Das klingt nach Spaß. Was genau werden wir mit diesen Materialien herstellen? Wir werden einen farbenfrohen Lavalampeneffekt erzeugen, der sowohl unterhaltsam als auch lehrreich ist. Oh, ich liebe diese Idee. So lassen sich die Eigenschaften von Flüssigkeiten wunderbar visualisieren. Genau. Öl und Wasser trennen sich, weil sie sich nicht vermischen. Das ist faszinierend zu beobachten. Ich kann es kaum erwarten, zuzusehen, wie die Lebensmittelfarbe durch das Wasser wirbelt. Ja. Es ist, als würden wir direkt in unserer Küche ein kleines wissenschaftliches Experiment durchführen. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. Es klingt nach einer perfekten Nachmittagsbeschäftigung. Lasst uns die Materialien zusammensuchen und loslegen, es wird ein Riesenspaß. Lektion 21: Fitnessmotivation. Begleiten Sie mich auf dieser Fitnessreise. Ich denke, das ist eine großartige Möglichkeit, motiviert zu bleiben. Das ist ein kluger Schachzug. Jemanden zum Trainieren zu haben, kann dir wirklich dabei helfen, Verantwortung zu übernehmen. Genau. Wir können uns gegenseitig ermutigen und unsere Fortschritte gemeinsam feiern. Ja. Außerdem macht das Training mit einem Partner mehr Spaß. Ich stimme zu. Wir können verschiedene Aktivitäten ausprobieren und die Dinge interessant halten. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, mit dir neue Workouts und Routinen auszuprobieren. Ich auch. Setzen wir uns ein paar Ziele und verfolgen wir unseren Fortschritt auf dem Weg dorthin. Das klingt perfekt. Ich bin gespannt, wie wir uns gemeinsam verbessern. Auf einen gesünderen Lebensstil und die bevorstehende Reise. Lektion 22: Frische Produkte. Ich gehe sehr gerne auf den Bauernmarkt, vor allem, weil das Obst und Gemüse dort so frisch und farbenfroh ist. Ja. Regional angebaute Produkte haben etwas Besonderes und schmecken einfach besser. Absolut. Die Aromen sind oft intensiver und die Qualität ist sofort erkennbar.
Darüber hinaus ist die Unterstützung lokaler Landwirte eine großartige Möglichkeit, einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. Dem kann ich nur zustimmen. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, woher das Essen kommt. Ja. Ich entdecke auch gerne saisonale Produkte, die man im Supermarkt vielleicht nicht findet. Genau. Es ist immer spannend, neues Obst und Gemüse der Saison auszuprobieren. Ich freue mich auf unseren nächsten Besuch. Lasst uns eine Einkaufsliste erstellen. Tolle Idee. Auf frische, köstliche Produkte und alle damit verbundenen Vorteile. Lektion 23. Wichtige Dinge einpacken. Ja, ich habe meine Tasche fertig. Und du? Ich habe meine auch und überprüfe immer doppelt, ob ich nichts Wichtiges vergessen habe. Das ist ein kluger Schachzug. Beim Packen in Eile übersieht man so leicht Dinge. Genau. Ich erstelle gerne eine Checkliste, um sicherzustellen, dass ich alles habe, was ich für die Reise brauche. Das ist eine tolle Idee. Ich sollte damit anfangen, um Last-Minute-Stress zu vermeiden. Ja, es hilft wirklich, besonders wenn man an neue Orte reist. Ich stimme zu. Ich werde sicherstellen, dass wichtige Dinge wie Ladegeräte und Toilettenartikel auf meiner Liste stehen. Auf jeden Fall. Und vergessen Sie nicht, eventuelle Snacks für die Reise mitzunehmen. Guter Punkt. Ich werde ein paar gesunde Snacks einpacken, um meine Energie aufrechtzuerhalten. Lektion 24. Lieblingsessen zum Mittagessen. Mein Bruder möchte zum Mittagessen immer Erdnussbutter und Marmeladensandwiches, das ist sein Lieblingsessen. Das klingt köstlich. Es ist ein Klassiker, der nie alt wird. Auf jeden Fall. Und meine Mutter packt uns manchmal eine Leckerei ein, dann ist das Mittagessen noch schöner. Das ist so schön. Eine kleine Überraschung kann den Tag wirklich verschönern. Ja. Manchmal sind es Kekse oder Obst, die eine köstliche Ergänzung zu unseren Sandwiches sind. Das finde ich super. Es ist toll, wenn die Mahlzeiten ein wenig abwechslungsreich sind und so für Abwechslung sorgen. Genau. So wird die Mittagspause zu etwas, auf das man sich jeden Tag freut. Ich finde es wichtig, dass wir das Essen genießen, besonders an arbeitsreichen Schultagen. Auf jeden Fall. Lass uns bald ein gemeinsames Mittagessen planen und ein paar leckere Sandwiches machen. Lektion 25. Stadtentwicklung. Die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in und innerhalb der Städte ist für eine nachhaltige Stadtentwicklung von entscheidender Bedeutung. Ich stimme voll und ganz zu. Ein effizienter öffentlicher Nahverkehr kann Verkehrsstaus und Umweltverschmutzung reduzieren. Genau. Es ermutigt die Menschen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, anstatt auf Privatfahrzeuge angewiesen zu sein. Ja. Und es macht die Fortbewegung in der Stadt für alle viel einfacher und zugänglicher. Ich denke, dass die Ausweitung der Transportmöglichkeiten auch dazu beitragen könnte, unterversorgte Gebiete mit Arbeitsplätzen zu verbinden. Auf jeden Fall. Es ist für die Förderung des Wirtschaftswachstums und des gesellschaftlichen Wohlergehens unerlässlich. Darüber hinaus kann die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs zu einer insgesamt gesünderen Umwelt beitragen. Ja. Weniger Autos auf den Straßen bedeuten sauberere Luft und weniger Lärmbelästigung. Hiermit setzen wir uns für bessere öffentliche Verkehrssysteme in unseren Städten ein. Lektion 26. Historisches Wachstum. Er lernte tatsächlich lesen und schreiben, was für jemanden, der im Jahr 1900 lebte, beeindruckend war. Ja, insbesondere angesichts der Herausforderungen, denen sich die Menschen damals stellen mussten. Es ist unglaublich, wie er erkannte, dass Bildung der Schlüssel zu einer besseren Zukunft ist. Absolut.
Bildung öffnet Türen und bietet Möglichkeiten für Wachstum und Aufstieg. Ich bewundere seine Entschlossenheit, Hindernisse zu überwinden und trotz der Schwierigkeiten nach Wissen zu streben. Ja. Es zeigt, wie widerstandsfähig Menschen sein können, wenn sie Wert auf Bildung legen. Ich denke, es ist wichtig, diese Geschichten der Beharrlichkeit zu teilen, um zukünftige Generationen zu inspirieren. Auf jeden Fall. Sie erinnern uns daran, dass wir mit harter Arbeit und Hingabe unsere Ziele erreichen können. Wir feiern die Bedeutung der Bildung für die Gestaltung unseres Lebens. Lektion 27: Konflikte beenden. Wenn wir zügig handeln, können wir dieser durch Landminen verursachten Plage auf der Erde ein Ende setzen. Ich stimme voll und ganz zu. Je schneller wir mit der Beseitigung und Vorbeugung beginnen können, desto besser. Genau. Es ist wichtig, dieses Problem anzugehen, um unschuldige Leben zu schützen und den Frieden zu fördern. Ja, die Auswirkungen von Landminen auf die Bevölkerung sind verheerend und wir müssen Maßnahmen ergreifen. Ich denke, dass es für die Förderung von Veränderungen entscheidend ist, das Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen. Auf jeden Fall. Aufklärung und Lobbyarbeit können Unterstützung für Initiativen zur Abschiebung mobilisieren. Gemeinsam können wir eine sicherere Umwelt schaffen und sicherstellen, dass zukünftige Generationen geschützt sind. Ja. Setzen wir uns weiterhin für den Frieden ein und arbeiten wir auf eine Welt ohne solche Gefahren hin. Auf unser Engagement, die Welt positiv zu verändern. Lektion 28: Fortschritt überprüfen. Es sollte etwa 30 Tage dauern, bis wir deutliche Veränderungen unserer Gewohnheiten feststellen. Perfekt. Ich denke, wir machen bereits Fortschritte und ich spüre den Unterschied. Ja, und die Einhaltung unseres Plans ist der Schlüssel zum Erreichen unserer Ziele. Absolut. Konsequenz ist entscheidend, insbesondere beim Aufbau neuer Gewohnheiten. Ich stimme zu. Lasst uns einander weiterhin ermutigen, während dieser Reise motiviert zu bleiben. Auf jeden Fall. Unterstützung trägt entscheidend dazu bei, engagiert zu bleiben. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wo wir in einem Monat sein werden. Es ist aufregend, darüber nachzudenken. Wir bleiben konzentriert und feiern unsere Erfolge auf dem Weg. Gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen und nachhaltige Veränderungen bewirken. Lektion 29: Zimmerservice. Gerne. Wir bringen sie Ihnen gleich aufs Zimmer, damit Sie sie genießen können. Das klingt super. Ich schätze den schnellen Service, er macht das Erlebnis wirklich besser. Ja. Es ist schön, den Komfort des Zimmerservice zu nutzen, besonders wenn Sie sich entspannen. Absolut. Ich liebe es, eine Mahlzeit in der Behaglichkeit meines eigenen Zuhauses genießen zu können. Es verleiht dem Aufenthalt einen Hauch von Luxus, nicht wahr? Ja, das tut es. Dadurch fühlt sich das gesamte Erlebnis spezieller und persönlicher an. Ich freue mich, dass Sie Ihre Zeit hier genießen. Es ist wichtig, manchmal eine Pause einzulegen. Auf jeden Fall. Dieser kleine Ausflug war erfrischend und dringend nötig. Genießen Sie den Rest Ihres Aufenthalts und all die kleinen Annehmlichkeiten, die er mit sich bringt. Lektion 30: Unterstützung in schwierigen Zeiten. Sie wissen, dass Sie sie lieben, und auch für Sie ist dies eine schwere Zeit. Auch für sie ist es eine schwere Zeit, aber diese Gefühle sind Teil des Heilungsprozesses. Ja, es ist wichtig anzuerkennen, dass jeder seine eigenen Herausforderungen erlebt. Auf jeden Fall. Sich in schwierigen Zeiten gegenseitig zu unterstützen, kann einen großen Unterschied machen.
Ich stimme zu. Manchmal kann ein einfaches Gespräch Trost und Verständnis bringen. Ja. Es ist wichtig, einen sicheren Raum für den Austausch von Emotionen und Ängsten zu schaffen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig helfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Auf jeden Fall. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir damit nicht allein sind. Hier geht es darum, sich gegenseitig zu stützen und in unseren Verbindungen Kraft zu finden. Lektion 31: Stilkomplimente machen. Hey, ich liebe deinen neuen Haarschnitt, er sieht wirklich stylisch aus und steht dir gut. Vielen Dank. Ich war wegen der Änderung etwas nervös, aber ich freue mich, dass es Ihnen gefällt. Es bringt Ihre Gesichtszüge wirklich zur Geltung und verleiht Ihnen ein frisches Aussehen. Das weiß ich zu schätzen. Ich wollte etwas Neues für die Saison und das fühlte sich wie die richtige Wahl an. Auf jeden Fall. Es macht immer Spaß, Dinge zu verändern und etwas anderes auszuprobieren. Ja. Es kann erfrischend sein, sich in kleinen Schritten neu zu erfinden. Ich denke, es ist wichtig, sich mit der Art und Weise, wie man sich präsentiert, wohlzufühlen. Auf jeden Fall. Eine neue Frisur kann Ihr Selbstvertrauen und Ihre Stimmung steigern. Wir begrüßen Veränderungen und drücken uns durch unseren Stil aus. Lektion 32: Gesunde Snacks. Ich versuche, mich gesünder zu ernähren. Haben Sie Vorschläge für gesunde Snacks? Absolut. Ich liebe es, frisches Obst und Nüsse zu naschen, sie sind nahrhaft und sättigend. Das klingt super. Ich glaube, ich könnte mehr Obst in meiner Ernährung gebrauchen. Ja. Beeren, Äpfel und Bananen sind leicht zu greifen und voller Vitamine. Mir gefällt die Idee, für einen schnellen Energieschub ein paar gemischte Nüsse zuzubereiten. Genau. Sie sind voller Proteine und gesunder Fette und daher eine großartige Wahl. Ich werde auch darüber nachdenken, meinen Snacks etwas Joghurt oder Hummus mit Gemüse hinzuzufügen. Das sind fantastische Optionen. Sie sind köstlich und liefern wichtige Nährstoffe. Danke für die Tipps. Ich freue mich darauf, diese Snacks in meinen Alltag zu integrieren. Lektion 33: Lost in Translation. Eines Tages ging ich durch die belebten Straßen, als ein Mädchen auf mich zukam, das verwirrt und etwas ängstlich aussah. Sie erklärte mir, dass sie sich verlaufen habe und den Weg zu ihrem Englischunterricht, der bald beginnen sollte, nicht finden könne. Ich konnte ihre Frustration spüren, also beschloss ich, ihr zu helfen und bat sie um ein paar weitere Informationen darüber, wo ihr Unterricht stattfand. Sie erwähnte, dass es sich im 2. Stock eines nahegelegenen Gebäudes befände, aber die Wegbeschreibung, die sie erhalten hatte, war unklar. Ich zeigte ihr die richtige Richtung und beschrieb ihr die Orientierungspunkte, nach denen sie unterwegs Ausschau halten sollte. Sie war dankbar für meine Hilfe, lächelte und schien erleichtert. Sie sagte, sie habe Angst gehabt, wichtige Unterrichtsstunden zu verpassen. Ich versicherte ihr, dass sie mit ein wenig Selbstvertrauen ihren Weg finden und den Unterricht genießen würde. Bevor sie sich verabschiedete, bedankte sie sich überschwänglich bei mir und ich konnte sehen, wie sehr sie meine Hilfe in diesem Moment schätzte. Als sie wegging, war ich glücklich, weil ich wusste, dass ich ihren Tag ein wenig verändert hatte. Lektion 34: Reservierungsrealitäten. Muss ich bei der Reservierung etwas Besonderes beachten, damit alles reibungslos abläuft? Auf jeden Fall. Zunächst ist es wichtig, die Daten und Uhrzeiten, die Sie buchen möchten, noch einmal zu überprüfen, da Fehler später zu Verwirrung führen können. Das macht Sinn, ich habe Geschichten von Leuten gehört,
die auftauchten und dann feststellten, dass ihre Reservierung nicht bestätigt war. Richtig. Es ist auch eine gute Idee, vor der Bestätigung die Stornierungsbedingungen zu lesen, nur für den Fall, dass sich Ihre Pläne unerwartet ändern. Ich weiß diesen Tipp zu schätzen. Es kann durchaus zu unerwarteten Änderungen kommen und die Kenntnis der Richtlinien hilft, zusätzliche Gebühren zu vermeiden. Wenn Sie außerdem besondere Wünsche haben, beispielsweise ein Zimmer mit Aussicht oder spezielle Ernährungswünsche, geben Sie diese unbedingt bei der Reservierung an. Das ist ein guter Punkt, es sind die kleinen Details, die einen großen Unterschied in Ihrem Erlebnis ausmachen können. Genau. Und vergessen Sie nicht, Ihre Bestätigungs-E-Mail oder Nummer aufzubewahren, damit Sie sie bei Ihrer Ankunft zur Hand haben. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich fühle mich jetzt viel besser auf eine Reservierung vorbereitet. Lektion 35, Trainingsweisheiten. Normalerweise trainiere ich täglich etwa 20 bis 30 Minuten und konzentriere mich dabei sowohl auf Cardio als auch auf Krafttraining. Das klingt nach einer soliden Routine. Abwechslung ist der Schlüssel, um motiviert zu bleiben und sich nicht zu langweilen. Absolut. Ich finde, dass das Einbinden verschiedener Übungen die Sache spannend hält und mich an meine Grenzen bringt. Ich stimme zu. Außerdem können kürzere, intensivere Trainingseinheiten genauso effektiv sein wie längere Einheiten, insbesondere wenn sie unter Zeitdruck stehen. Genau. Manchmal mache ich sogar kurze 15-minütige Sitzungen, wenn mein Zeitplan eng ist, und sie fühlen sich trotzdem lohnend an. Das ist ein kluger Ansatz. Es geht darum, herauszufinden, was am besten zu Ihrem Lebensstil passt, und gleichzeitig auf Konsistenz zu achten. Und vergessen Sie nicht, wie wichtig Ruhetage sind. An ihnen können sich Ihre Muskeln erholen und stärker werden. Das ist richtig. Um ein Burnout oder Verletzungen zu vermeiden, ist es wichtig, die Trainingsintensität mit ausreichender Erholung in Einklang zu bringen. Danke für das Gespräch, ich freue mich darauf, meine Routine anhand dieser Erkenntnisse anzupassen. Lektion 36, Perfektion in der Erziehung. Fehler passieren, insbesondere bei Eltern. Das gehört zum Lernprozess dazu, nicht wahr? Auf jeden Fall. Der Schlüssel liegt darin, diese Fehler anzuerkennen und daraus zu lernen, anstatt sich damit zu beschäftigen. Ich stimme vollkommen zu, Selbstvergebung ist in der Erziehung von entscheidender Bedeutung, da sie den Kindern ein positives Beispiel gibt. Genau. Wenn Eltern zeigen, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen, lernen Kinder, widerstandsfähig zu sein und wie wichtig es ist, sich weiterzuentwickeln. Es ist erfrischend, in diesem Licht über die Erziehung nachzudenken, wir alle versuchen einfach, unser Bestes zu geben. In der Tat. Und wenn wir unsere Erfahrungen, auch die schwierigen Momente, teilen, kann das dazu beitragen, eine unterstützende Gemeinschaft unter den Eltern aufzubauen. Das ist so wahr, zu wissen, dass wir mit unseren Problemen nicht allein sind, kann unglaublich tröstlich sein. Außerdem können wir unsere Erfolge, egal wie klein, mit anderen feiern, die Verständnis dafür haben. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es ist eine großartige Erinnerung daran, die Reise der Elternschaft anzunehmen. Lektion 37, Überlegungen zu wahren. Die jüngsten Änderungen bei Nikeschuh und Mechandieselinien haben bei den Verbrauchern für viel Gesprächsstoff gesorgt, nicht wahr? Ja, es ist faszinierend, wie selbst geringfügige Änderungen zu erheblichen Reaktionen verschiedener Gruppen führen können. Es scheint, als seien einige Leute von den neuen Designs begeistert, während andere der Gesamtwirkung skeptischer gegenüberstehen. Das stimmt. Es ist immer interessant zu sehen, wie Marken- und Marketingentscheidungen bei der Öffentlichkeit ankommen.
Ich frage mich, wie sich diese Änderungen angesichts der unterschiedlichen Meinungen langfristig auf ihre Umsätze auswirken werden. Genau. Unternehmen wie Nike stehen oft vor der Herausforderung, Innovationen mit den traditionellen Erwartungen der Verbraucher in Einklang zu bringen. Und über soziale Medien kann Feedback sofort und weit verbreitet werden, was den Ruf einer Marke entweder stärken oder schädigen kann. Auf jeden Fall. Es ist ein zweischneidiges Schwert, denn Marken müssen flexibel auf die Stimmung der Verbraucher reagieren. Vielen Dank für diese spannende Diskussion. Es ist faszinierend, über die umfassenderen Auswirkungen dieser Änderungen nachzudenken. Lektion 38: Ideale und Vermächtnis. Warum werden unsere aufgeklärten Vorfahren und Vorgänger ihrer Meinung nach in der heutigen Gesellschaft weiterhin respektiert? Sie legten den Grundstein für die Ideale, die wir hochhalten, und verwandelten abstrakte Konzepte in reale Anwendungen. Das ist ein starkes Argument. Ihre Fähigkeit, Visionen in die Realität umzusetzen, weckt nicht nur Bewunderung, sondern weckt auch das Verantwortungsgefühl, ihre Arbeit fortzusetzen. Genau. Ihr Erbe erinnert uns daran, dass Fortschritt oft Mut und Ausdauer erfordert. Und ihre Geschichten erinnern uns daran, dass Veränderungen möglich sind, insbesondere wenn sie von Leidenschaft und Zielstrebigkeit getrieben sind. Ja, es ist wichtig, ihre Beiträge zu würdigen und gleichzeitig den fortlaufenden Weg zur Verbesserung anzuerkennen. Ich schätze, wie ihr Einfluss dazu beiträgt, unsere Werte zu formen und uns dazu ermutigt, kritisch über unser eigenes Handeln nachzudenken. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Zyklus des Lernens und Wachstums, auf dessen Grundlagen wir aufbauen können, während wir voranschreiten. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es ist erfrischend, über den Einfluss unserer Vorgänger nachzudenken. Lektion 39: Zimmeranfragen. Das klingt vernünftig. Können Sie uns das Deluxe-Zimmer zeigen, bevor wir unsere Entscheidung treffen? Natürlich. Das Deluxe-Zimmer bietet einige schöne Annehmlichkeiten, die Sie, glaube ich, wirklich zu schätzen wissen werden. Ich habe großartige Dinge über die Aussicht und die Annehmlichkeiten gehört und bin gespannt, es persönlich zu sehen. Sie werden nicht enttäuscht sein, die großzügige Raumaufteilung und das natürliche Licht schaffen eine warme Atmosphäre. Das finde ich toll. Es ist immer schön, einen gemütlichen Platz zu haben, besonders auf Reisen. Und das Badezimmer ist ziemlich luxuriös und verfügt über eine Badewanne und moderne Armaturen, die das Erlebnis noch verstärken. Das klingt perfekt, ich möchte nach einem langen Tag voller Entdeckungen einfach nur entspannen. Ich kann Ihnen versichern, dass der Aufenthalt in diesem Zimmer Ihr Gesamterlebnis während Ihres Besuchs bereichern wird. Vielen Dank für Ihre Entgegenkommenheit. Ich freue mich schon darauf, das Deluxe-Zimmer auszuprobieren. Lektion 40: Transportgespräche. Was die Transportmöglichkeiten hier angeht, war ich neugierig, was verfügbar und zuverlässig ist. Keine Sorge, ich bin schon eine Weile hier und kann Ihnen daher einige tolle Empfehlungen geben. Das wäre hilfreich, ich möchte sicherstellen, dass ich mich in der Gegend problemlos zurechtfinde. Es gibt mehrere öffentliche Verkehrsmittel, darunter Busse und Züge, die recht effizient sind. Das klingt praktisch, ich nutze, wann immer es möglich ist, lieber öffentliche Verkehrsmittel. Sie könnten auch Mitfahr-Apps in Betracht ziehen. Sie bieten eine schnelle Möglichkeit, sich fortzubewegen, wenn Sie in Eile sind. Tolle Idee. Es ist immer schön, Optionen zu haben, je nachdem, wohin ich muss. Genau. Achten Sie aber darauf, die Fahrpläne zu überprüfen, insbesondere wenn Sie während der Stoßzeiten reisen. Danke für die Einblicke, ich fühle mich viel besser auf meine Zeit hier vorbereitet.
Lektion 41, das verlorene Mädchen. Eines Tages saß ich im Park, als ein Mädchen auf mich zukam, das ziemlich verzweifelt und verloren aussah. Sie schien sehr besorgt zu sein und sagte mir, dass sie den Weg zu ihrem Englischkurs, der gleich die Straße runter war, nicht finden konnte. Ich konnte die Sorge in ihren Augen sehen, also bat ich sie, den Ort zu beschreiben, an dem ihr Unterricht stattfand. Sie erklärte, dass es sich um ein kleines Gebäude mit einer leuchtend roten Tür handelte, sie jedoch falsch abgebogen war und schließlich umherirrte. Ich versicherte ihr, dass es von unserem Standort aus nicht weit sei, und bot ihr an, sie zum Unterricht zu begleiten. Während wir gingen, drückte sie ihre Nervosität darüber aus, zu spät zu kommen und wichtige Anweisungen zu verpassen. Ich sagte ihr, dass jeder Fehler macht und dass es am wichtigsten sei, dass sie versuche, dorthin zu gelangen. Sie lächelte und dankte mir für meine Freundlichkeit und sagte, dass es ihr viel besser ginge, da sie wisse, dass sie nicht allein sei. Als wir endlich den Unterricht erreichten, war sie so erleichtert und dankbar und wir tauschten Nummern aus, um in Kontakt zu bleiben. Lektion 42, Reservierungen vornehmen. Gibt es etwas, das ich bei der Reservierung in diesem neuen Restaurant beachten muss? Auf jeden Fall. Es ist wichtig zu prüfen, ob es an bestimmten Wochentagen Sonderangebote oder Menüs gibt. Das ist ein guter Punkt. Manchmal bieten sie Rabatte auf bestimmte Artikel an, mit denen wir Geld sparen können. Außerdem ist es wichtig, die Reservierungszeit zu bestätigen, insbesondere wenn es sich um einen während der Abendessenszeiten beliebten Ort handelt. Ich stimme zu, das Letzte, was wir wollen, ist, anzukommen und festzustellen, dass wir keinen Tisch haben. Ein weiterer guter Tipp ist, nach der Parksituation zu fragen, denn das kann lästig werden, wenn wir nicht vorbereitet sind. Stimmt. Und vielleicht sollten wir uns nach der Kleiderordnung erkundigen, um sicherzugehen, dass wir zur Atmosphäre des Restaurants passen. Genau. Es geht darum, ein tolles Erlebnis zu haben, und vorausschauendes Denken kann wirklich den Unterschied machen. Ich kann unser Abendessen kaum erwarten. Es wird so viel Spaß machen, das gemeinsam zu planen. Lektion 43, Workouts. Normalerweise trainiere ich jeden Tag etwa 20 bis 30 Minuten, um fit zu bleiben. Das klingt nach einer guten Routine. Welche Übungen baust du normalerweise in deine Sitzungen ein? Ich mische es mit Cardio und Krafttraining sowie ein bisschen Yoga, um es interessant und ausgewogen zu halten. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, verschiedene Muskelgruppen zu beanspruchen, um Plateaus zu vermeiden. Genau. Ich finde, dass die Abwechslung beim Training auch dabei hilft, Langeweile zu vermeiden und mich motiviert zu halten. Gibt es eine bestimmte Tageszeit, zu der Sie am liebsten trainieren, oder variiert diese? Normalerweise bevorzuge ich den Morgen, weil er mir Energie für den Rest des Tages gibt, aber manchmal ändere ich es. Morgendliches Training hat definitiv seine Vorteile, man hat schon früh das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Auf jeden Fall. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, den Tag positiv zu beginnen. Lektion 44, Fehler der Eltern. Eltern machen Fehler und es ist wichtig, daraus zu lernen, anstatt sich damit zu beschäftigen. Absolut. Es gehört zum Erwachsenwerden dazu und niemand ist perfekt, nicht einmal die Eltern. Ich denke, das Eingestehen dieser Fehler ist der erste Schritt zur Vergebung und zum persönlichen Wachstum. Ja, und wenn Eltern lernen, sich selbst zu vergeben, geben sie ihren Kindern ein positives Beispiel. Es geht darum, eine Umgebung zu schaffen, in der sich jeder sicher fühlt, seine Gefühle auszudrücken und zu lernen.
Und wenn man versteht, dass Fehler Chancen für Wachstum sind, kann sich die Lage wirklich ändern. Genau. Es fördert die Resilienz und Empathie von Eltern und Kindern gleichermaßen. Ich glaube, dass offene Gespräche über Fehler die Familienbande erheblich stärken können. Auf jeden Fall. Wir alle befinden uns auf dieser Reise und die gegenseitige Unterstützung macht sie lohnenswert. Lektion 45: Nikes Veränderungen. Haben Sie von den jüngsten Änderungen bei Nike-Schuhen und anderen Waren gehört? Ja, ich habe ein wenig darüber gelesen, aber die Gesamtwirkung ihrer Änderungen ist noch nicht vollständig bekannt. Es scheint, als ob mehrere Gruppen auf der ganzen Welt darauf warten, welche Auswirkungen diese Updates auf die Marke haben werden. Auf jeden Fall. Manche Menschen sind von Innovationen begeistert, andere sind skeptisch, was die Qualität angeht. Ich denke, dass es für Unternehmen wie Nike von entscheidender Bedeutung ist, Kreativität mit ihrem etablierten Ruf in Einklang zu bringen. Auf jeden Fall. Es ist ein heikler Tanz zwischen der Aufrechterhaltung der Relevanz und der Würdigung dessen, was den Erfolg überhaupt erst ermöglicht hat. Und das Kundenfeedback wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie diese Änderungen aufgenommen werden. Auf jeden Fall. Die Interaktion mit dem Publikum kann zu besseren Produkten führen, die den Bedürfnissen der Verbraucher wirklich gerecht werden. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt, es könnte den Sportbekleidungsmarkt erheblich verändern. Lektion 46: Erleuchtete Vorfahren. Warum werden unsere aufgeklärten Vorfahren Ihrer Meinung nach weiterhin respektiert? Der Grund dafür ist, dass sie Ideale in die Realität umgesetzt und so eine Grundlage geschaffen haben, auf der zukünftige Generationen aufbauen können. Genau. Ihre Vision und Ihr Engagement für den Fortschritt wirken auch heute noch nach und inspirieren viele, in ihre Fußstapfen zu treten. Sie standen vor enormen Herausforderungen, blieben jedoch ihrem Glauben treu, was wirklich bewundernswert ist. Ja, Ihr Mut und Ihre Entschlossenheit sind für uns alle ein eindrucksvolles Beispiel. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich ihre Ideen im Laufe der Zeit weiterentwickelt und angepasst haben und dennoch immer noch von Bedeutung sind. Wenn wir Ihre Kämpfe verstehen, können wir die Freiheiten und Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wertschätzen. Absolut. Es erinnert uns daran, dass Fortschritt oft seinen Preis hat und wir dieses Erbe ehren sollten. Wir sind es Ihnen schuldig, weiterhin für eine bessere Zukunft zu kämpfen und Ihre Ideale am Leben zu erhalten. Lektion 47: Deluxe-Zimmer. Das klingt vernünftig. Können Sie uns das Deluxe-Zimmer zeigen, bevor wir uns entscheiden? Natürlich. Das Deluxe-Zimmer bietet viel Platz und einige tolle Annehmlichkeiten, die Sie wirklich genießen werden. Ich weiß das zu schätzen, ein komfortabler Raum kann während eines Aufenthalts einen großen Unterschied machen. Absolut. Die zusätzlichen Annehmlichkeiten, wie eine schöne Aussicht oder ein größeres Badezimmer, können Ihr Erlebnis deutlich verbessern. Außerdem gefällt mir die Vorstellung, auf Reisen ein wenig zusätzlichen Luxus zu genießen, es fühlt sich wie ein Genuss an. Ich stimme voll und ganz zu. Manchmal lohnt es sich, für zusätzlichen Komfort etwas mehr auszugeben. Genau. Schließlich möchten wir, dass unsere Reise so angenehm wie möglich wird. Lassen Sie mich Sie in das Zimmer führen. Ich glaube, Sie werden angenehm überrascht sein, wie schön es ist. Großartig. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen und unseren Aufenthalt hoffentlich noch unvergesslicher zu machen. Lektion 48: Flugzeitpunkt. 2 Stunden vor deinem Flug, verstanden. Ich werde dafür sorgen, dass ich pünktlich ankomme. Das ist ein kluger Plan. Es ist immer besser, früh da zu sein, als zu riskieren,
den Flug zu verpassen. Auf jeden Fall. Ich verbringe lieber etwas Zeit mit Warten am Gate, als mich über Last-Minute-Check-ins zu ärgern. Genau. Außerdem haben Sie so die Möglichkeit, noch schnell etwas zu essen oder Last-Minute-Einkäufe zu erledigen. Und wer weiß, vielleicht lernen Sie beim Warten am Flughafen sogar interessante Leute kennen. Das stimmt. Auf Flughäfen kann es wimmeln vor Geschichten und Abenteuern aus aller Welt. Ich liebe diesen Aspekt des Reisens, es gibt immer etwas Neues zu entdecken, sogar unterwegs. Ja. Halten wir uns unbedingt an den Plan, damit wir die Reise ohne Eile genießen können. Klingt nach einem Plan. Ich werde mir eine Erinnerung einrichten, um sicherheitshalber früher loszufahren. Lektion 49: Trainingseinheiten planen. Wie wäre es, wenn wir mal zusammen ausgehen? Ich glaube, es würde Spaß machen, eine Trainingseinheit zu planen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Gemeinsam mit einem Freund zu trainieren, kann viel mehr Spaß machen. Genau. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, motiviert zu bleiben und sich gegenseitig zur Verantwortung zu ziehen. Ich stimme zu. Wir können verschiedene Aktivitäten ausprobieren, wie Joggen oder Yoga, um die Dinge interessant zu halten. Das ist ein kluger Ansatz. Abwechslung kann Burnout vorbeugen und unsere Routinen frisch halten. Ja. Und es ist eine schöne Gelegenheit, uns auszutauschen, während wir dabei sind. Auf jeden Fall. Lass uns einen Tag und eine Uhrzeit vereinbaren, die für uns beide passt. Wie wäre es, wenn wir uns für nächste Woche Zeit nehmen? Dann überlegen wir uns, was wir machen wollen. Klingt super. Ich freue mich schon darauf, es wird eine tolle gemeinsame Zeit. Lektion 50: Transportmöglichkeiten. Was denken Sie über die Transportmöglichkeiten hier? Keine Sorge, ich bin schon eine Weile hier und kann Ihnen die besten Fortbewegungsmöglichkeiten zeigen. Das ist beruhigend. Manchmal kann die Kenntnis des örtlichen Verkehrssystems viel Zeit und Ärger sparen. Genau. Es gibt Busse, Straßenbahnen und sogar einen Fahrradverleih, mit denen Sie die Gegend leichter erkunden können. Ich liebe die Idee des Radfahrens, es ist eine tolle Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und gleichzeitig aktiv zu bleiben. Auf jeden Fall. Außerdem können Sie so verborgene Schätze entdecken, die Ihnen sonst vielleicht entgehen würden. Und es ist eine große Hilfe, jemanden zu haben, der mich mit dem nötigen Fachwissen durch die verschiedenen Optionen führt. Ich helfe Ihnen gerne. Schauen wir uns eine Karte an und finden die besten Routen für Ihre Pläne. Perfekt. Ich schätze Ihren Rat, er macht das Reisen hierher so viel angenehmer.